So, und damit herzlich willkommen bei Maximal Minimal. Mein Name ist Max und ich würde sagen, heute gibt es mal wieder eine Lokvorstellung, weil das Wetter draußen ist doch schön, schön sonnig mal, weg vom Regen. Und da ist natürlich auch gleichzeitig eine 218er erschienen bei Menzens Lokschuppen. Und zwar die 218 466-1, also die Nummer 7320074 von Rocco. Und ich würde sagen, wir packen die einfach mal gemeinsam aus. Die Verpackung ist natürlich nach wie vor immer die gleiche, da hat sich nichts verändert. Noch ein bisschen schärfer machen, dass ihr da auch was seht. Und dann holen wir mal gleich raus, die Lok. Weil hier sind nämlich dann die ganzen, seht ihr hier, Scheibenwischer rechts, wo mein Finger ist. Und genauso hier links die ganzen anderen Zubehörteile. Aber ich würde sagen, wir gucken jetzt mal unsere schöne Lok an. So, ich mache jetzt mal wieder scharf und jetzt ettle. So, ist eine von RP, genau die 218 466-1. Ist wirklich cool, dass die rausgekommen ist. In der Epoche 6 jetzt mit Lokführer. Wie gesagt, da oben kommen dann immer bei den kleinen Löchern oder Schlitzen dann die Scheibenwischer rein. Und schön bedruckt. Wir haben auch wieder hier, wie bei der anderen Lok, diese bedruckte Maschinenrauminnenbeleuchtung. Ist ein R4000er Motor. Sieht man an den Abgashutzen, an den schräg versetzten. Aber nicht ganz so weit versetzt, sonst wäre es ein Peelstick-Motor. Genau, ist die AC-Version, ganz normal für das Märklin-Dreileitersystem. Und sonst hat sich da jetzt natürlich nicht viel, außer von der Bedruckung, hat sich da natürlich nicht viel verändert. Aber wie gesagt, cool, weil eben Epoche 6. Genau, hier Rail Systems. Mit dem großen Lüfter. Ja, und da würde ich aber trotzdem sagen, auch wenn man das vielleicht schon kennt, ich würde sagen, lass uns mal einfach unter die Haube gucken, wie das alles so aussieht. Und da haben wir die Lok auf unserer wenig benutzten Lokliege und spreizen das Gehäuse an der Seite. Weil da gibt es keine Schrauben oder dergleichen, sondern man muss hier einfach spreizen. Jetzt hier hängt es noch ein bisschen. So. Und dann sind hier die ganzen Leitern, die sind nämlich nur reingeklipst. So, tun nämlich die mal weg, wenn nicht, dass wir die nachher verlieren. Und da haben wir nämlich dann schon wieder unsere Lok parat. So sieht das Gehäuse von innen aus. Also es ist quasi komplett beige innen drin und außen natürlich dann eben mit den blauen Zierstreifen dann lackiert. Von dem her nichts Spannendes. Hier die Inneneinrichtung für den Lokführer oder für den Führerstand. Und das können wir mal zur Seite legen, weil ich denke mal, euch interessiert auch vor allen Dingen die Technik. Also man kann hier, soweit ich weiß, Führerstand 1, Führerstand 2, seht ihr das Licht nochmal ein- und ausschalten, je nachdem, ob man es ganz aushaben möchte oder ob man es über die Funktionstasten dann machen. Also man kann ja auch über die Funktionstasten dann an dem Bediengerät, je nachdem, was man hat, oder am Computer dann eben das Licht am Führerstand ausschalten. Man kann es aber auch hier direkt quasi per Hardware umschalten. Das ist zumindest meine These oder so wie ich das lese. Falls ich natürlich falsch liege, gerne in die Kommentare. Und sonst hier klassisch Kondensator, eben sozusagen Pufferkondensator zur Überbrückung von stromlosen Abschnitten, was ich ganz cool finde, wobei für mich eher irrelevant, weil ich ja dann nachher die Rocco Strom für den Kupplung einbaue und dann habe ich das Problem eh nicht, aber ich finde es trotzdem eine gute Sache. Und dann unseren CIMO-Decoder, ganz klassisch
Ihr kennt es ja oft von den anderen Loks oder von der anderen Lok, weil die haben ja mal ein bisschen einen Platinen-Refresh gemacht mit dem großen Kondensator und dann auch eben mit den aufgeklebten Maschinenraum, der Maschinenraum-Inneneinrichtung, so heißt es jetzt. Genau, wir haben die beiden Schneckengetriebe links und rechts. Darunter ist dann der Motor eingebaut. Mit Schwungmaste dürfte auch sein, genau. Hier haben wir den Abgriff dann, der vorne dann zu den Scheinwerfern geht. Das sieht ganz unspektakulär aus. Also so, nämlich dann für Rot und Weiß. Und dann haben wir natürlich noch mit Braun eben die Masse, dürfte das sein. Und Schwarz, muss man gerade mal schauen. Nee, stimmt nicht, halt, mein Fehler. Braun gehört auch noch zu den Lampen. Schwarz ist dann die Masse eben von beiden Seiten aus. Und dann haben wir hier auch auf der anderen Seite wieder alle drei eben für die, alle drei Kabel hier für die Lampen. Und dann hier einmal braun für den Schleifer und zweimal schwarz für den Räderkontakt. Und da dürfte hier auch der Schleifer drunter sein, genau, richtig. Also interessante Farbgebung sozusagen der Kabel im Gegensatz zu den Märklin oder zum Märklin-System. Da wäre jetzt quasi rot, deswegen war ich kurz irritiert. Wäre rot für den Schleifer und braun oder schwarz, je nachdem für den Masseabgriff. Aber das ist ja egal. Also das kriegt man ja hin und selber, wenn man dann jetzt da anfängt rumzulöten, kann man ja selber sich die Farben aussuchen. Beziehungsweise von den Rocco-Strom für den Kupplungen sind die eh schwarz. Passt dann auf jeden Fall. Ja, mehr ist es gar nicht. Also ich würde sagen, wie gesagt, sieht spannend aus, sieht aufgeräumt aus, passt doch alles, ist wirklich gewohnte 218er, auch von innen mittlerweile. Und ich würde sagen, ich baue die Lok mal eben wieder zusammen und dann zeige ich euch wieder in einer schön verpackten Geschichte die Lok, wie sie denn sich auf der Anlage so macht. Weil da freue ich mich sehr und wünsche da euch natürlich ganz viel Spaß dabei.